Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über den Anmelde- und Registrationsprozess, wenn man Hauptbenutzer im Enyaq werden will. Auf geht's! Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum macht der Kerl darüber ein Video? Das ist doch jetzt wirklich kein spannendes Thema. Ja und nein. Der Grund, warum ich überhaupt wieder den Anmelde- und Registrationsprozess bei mir durchgespielt habe im Enyaq, war ein Video, das ich erstellen wollte. Und zwar die ersten Tage mit dem Škoda Enyaq, hilfreiche Tipps und Tricks, damit der Einstieg gelingt. Für all die, die jetzt neu einen Enyaq bekommen. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Anmelde- und Registrationsprozess, wenn man Hauptbenutzer werden will. Klar, das sollte eigentlich beim Händler durchgeführt werden, aber es gibt immer noch genug Händler, die das nicht machen und es gibt immer noch genug Enyaq-Fahrer da draußen, die genau damit Schwierigkeiten haben. Und so wollte ich das auch in das Video mit hineinpacken. Und ja, in diesem Video hier, da zeige ich dir einfach mal, was ich dabei erlebt habe. Um das Einstiegsvideo zu drehen, habe ich also meinen Enyaq auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und danach wird man von diesem netten Bildschirm begrüßt. Willkommen, erleben Sie die mobilen Online-Dienste in Ihrem Škoda, mit weiter starten Sie Ihre Registrierung. Und natürlich habe ich den Škoda auch hier aus meiner App rausgelöscht. Ihr seht, keine Fahrzeuge vorhanden. Und dann starten wir hier einfach mit der Registrierung, gehen auf Weiter. Dann wird einem auch direkt gesagt, bitte die App installieren, bei Škoda Connect registrieren und im Fahrzeug anmelden. Das machen wir auch. Wir gehen hier auf Anmelden. Und zumindest dieser Bildschirm suggeriert, dass wir online sind. Auch hier oben die Weltkugel, 3 von 5 Balken, heißt für mich trotzdem, ich bin online. Und jetzt kann ich ja hier einfach mit der App und der Kamera den Barcode scannen und meine FIN hinzufügen, sodass das Fahrzeug in meiner App auch vorhanden ist. Ich gehe hier auf Fortsetzen. Als nächstes bestelle ich dann eben meine Dienstepakete, die ich sowieso schon habe. Gehe auch hier wieder auf Bestellen. Und den nächsten Schritt kennen auch viele von euch. Das ist das Verifizieren als Hauptnutzer im Fahrzeug. Das guckt ihr euch am besten selber an. Das sieht nämlich bei mir jetzt so aus. Da scheint das Rendering nicht zu funktionieren oder in irgendeiner Form die gesamte Formatierung nicht zu stimmen. Also das, was der interne Browser hier anzeigt, ist natürlich Mist. Aber der QR-Code, der ist ja trotzdem da. Und genau das soll ich ja machen. Also scanne ich jetzt mal diesen QR-Code. Und das funktioniert auch. Ich kann auch hier sogar auf Ja gehen, dass ich mich mit dem Auto verbinden will. Und was ihr jetzt da seht, das bleibt jetzt für 3-4 Minuten Prüfen des Codes. Und ich lege das Telefon oder ich stelle es mal hier beiseite, da passiert nämlich jetzt gar nichts mehr. Ihr seht auch hier unten die Zeit von den 5 Minuten, die der QR-Code aktiv ist, die läuft nicht. Und von daher bin ich jetzt hier in einer Schleife und egal wie oft ich das in den letzten Tagen probiert habe, es hat einfach nicht funktioniert. Und da seht ihr das, My Škoda wird vorbereitet und dann bin ich wieder im Aktivieren-Screen und dann fängt das Ganze von vorne an. Jetzt kann ich hier wieder in den Bildschirm gehen, wo ich denn den Code scannen soll. Wer genau hinguckt, der sieht auch, dass hier oben trotzdem ein Hyperlink ist, einloggen mit E-Mail. Da kann ich auch draufdrücken, wenn ich ihn denn genau treffe. Und auch hier sieht man, das gesamte Rendering fehlt. Da kann ich jetzt trotzdem in das E-Mail-Feld tippen. Jetzt kommt die korrekte, im Škoda Enyaq-Design verfasste E-Mail und auch Tastatur. Ich tippe jetzt einfach mal eine E-Mail pseudomäßig ein. Es spielt keine Rolle. Ich habe auch schon meine richtige E-Mail hier eingegeben. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Egal, was ich hier eintippe, der Weiter-Button bleibt inaktiv. Ich kann nicht auf Weiter drücken. Ich kann nur auf Abbrechen gehen oder zurück zum Anmelden mit dem Code. Und das war's. Jetzt seht ihr, hat es hier mal kurz aktualisiert. Jetzt sind es noch 2 Minuten 28. Ich kann jetzt hier auf Abbrechen gehen. Das funktioniert meistens. Und dann bin ich halt wieder zurück auf meinem Standard-Screen, wo es darum geht, dass die Anmeldung abgebrochen wurde, dass ich jetzt OK drücken kann. Und ihr seht auch jetzt, ich kann hier auf OK drücken, so viel ich möchte. Da passiert gar nichts. Das Schließen der Anwendung
ist an der Stelle nicht möglich. Ich habe auch keinen Home-Knopf, ich habe gar nichts, ich komme in kein Menü. Jetzt kann ich entweder aussteigen, warten oder einfach hier drücken 10 Sekunden lang und das Infotainment startet neu und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Genug Live-Demo vom Problem. Ich habe das jetzt seit mehreren Tagen und helfen konnte mir bis jetzt niemand. Ich war noch nicht in der Werkstatt deswegen, weil ich finde es super ärgerlich, wegen sowas in die Werkstatt fahren zu müssen. Aber wenn das jetzt in den nächsten Tagen nicht besser wird, dann werde ich das wohl tun müssen. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, aber hey Matthias, das ist doch ein alter Hut. Wir wissen doch alle um die Serverstabilität hinten dran. Das Problem liegt einfach daran, dass die Server nicht richtig laufen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Deswegen kannst du dich nicht anmelden. Und wiederum andere von euch werden sagen, aber hey Matthias, das liegt doch einfach daran, dass dein Enyaq doch nicht online ist. Da hilft doch der Trick mit der Sicherung. Beide Wege können dazu führen, dass wir hier die Anmeldung hinbekommen. Ja, den Trick mit der Sicherung habe ich übrigens deswegen nie in einem Video erläutert, weil, ganz ehrlich, das sollte kein normaler Enyaq-Besitzer machen müssen. Denn dabei kann auch einiges schiefgehen. Wenn ihr dabei nicht genau die Anleitung im Handbuch beachtet, dann bekommt ihr einen Airbag-Fehler und den kann nur die Werkstatt aus dem Fehlerspeicher löschen. Und das andere, die Probleme mit den Servern, ja klar, das wissen wir, dass das so ist, aber darum geht es mir hier auch gar nicht. Mir geht es hierbei, und das ist auch der Grund, warum ich das Video mache, um etwas völlig anderes. Mir geht es darum aufzuzeigen, welche User Experience oder Benutzererfahrung man mit dem Škoda Enyaq macht bei ganz simplen Dingen wie einer Anmeldung oder einer Registration im Fahrzeug. Also Prozessen, die wir überall in unserer digitalen Welt finden. Vor allem mit dem Fokus auf neue stolze Besitzer eines Enyaqs, die so etwas erleben. Dieser Onboarding-Prozess, also dieser Prozess, wo ein neuer Benutzer komplett durch den Enyaq geführt wird, von der Übergabe beim Händler, bis er glücklich vom Hof fährt und so weiter, der ist doch, wenn man das so betrachtet, einfach nur schlecht. Was soll denn bitte ein neuer Kunde denken, der so etwas sieht und so etwas erlebt, nachdem er gerade 50.000 bis 70.000 Euro oder Franken für ein solches Fahrzeug ausgegeben hat? Was muss in dessen Kopf vorgehen, wenn er das erlebt? Das ist so eine schlechte Benutzererfahrung, das löscht gerade einfach mal jeglichen positiven Charme, den das Auto, der Kauf und der Händler vorher versprüht hat, ab. Das ist einfach weg. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf irgendein Event ganz scharf, ihr habt euch dafür extra Karten teuer gekauft, ihr geht mit diesen teuer bezahlten Karten an den Event und dann steht da ein Türsteher und wisst ihr, was der zu euch sagt? Hau ab, dich will ich hier nicht, geh weg. Genau so fühlt sich dieser Prozess an. Nachdem man alles getan hat, jemandem den Enyaq zu verkaufen, sagt so ein Anmelde- und Registrationsprozess genau das direkt ins Gesicht des neuen Enyaq-Besitzers. Hau ab! Das darf einfach nicht sein. Das muss eine der schönsten und angenehmsten Erfahrungen sein, die man zu Beginn macht, wenn man in dieses Auto einsteigt. Wenn man diesen Enyaq zum ersten Mal startet, all diese Lampen gehen an, diese wunderschöne Ambientebeleuchtung, man fühlt sich wohl, es ist das eigene Fahrzeug und dann geht dieser große Screen hier in der Mitte an. Dann muss doch das eine nahtlos angenehme Erfahrung sein, mich mit dem Auto zu verbinden, Teil des Autos zu werden, mich dort anzumelden und zu sagen, ja, da bin ich, das ist mein Auto. Und die ganze Anmeldung und Co., die ist ja ohnehin, wenn sie funktioniert, schon sehr technisch von der Anmutung. Klar, das ist auch ein bisschen Škodas Sprache, aber das da, das hat nichts mit Technik zu tun. Und ich finde, da könnte man noch so viel mehr draus machen. Dem Kunden ein so viel besseres, personalisiertes Gefühl geben, wenn er sich mit dem Auto verbindet. Ja, theoretisch könnte sogar Laura mit dem Kunden sprechen. Klar, nicht jeder braucht das, nicht jeder ist darauf erpicht, dass das passiert. Aber hier geht es doch wirklich in den ersten Stunden und Tagen darum, einem Enyaq-Fahrer das Gefühl zu geben, die richtige Entscheidung getroffen haben, ihn zum Enthusiasten zu machen. Denn was wird er denn am Ende tun? Der wird mit seinen Freunden sprechen und entweder wird er ihm sagen, wow, das war eine so tolle Erfahrung, als ich mit dem Auto gestartet habe, oder er wird ihnen von dem da erzählen.
Mir ist natürlich klar, dass hier die Anmerkung, dass Škoda etwas tun soll, etwas zu kurz greift. Denn am Ende vom Tag ist das wiederum nicht Škoda, sondern ziemlich sicher die VW Group. Auch die Server, wo man sein Login macht, sind ja von der VW Group. Das sieht man beispielsweise auch an der URL im Browser, wenn man sich bei Škoda Connect anmeldet. Und somit am Ende dann wahrscheinlich sind wir wieder beim Thema CARIAD. Das ist wahrscheinlich etwas, das irgendein Team bei CARIAD entwickelt hat. Und unter meinem Ein-Jahres-Review-Video zum Škoda Enyaq, ich verlinke euch das nochmal hier oben, da kam häufiger auch die Frage in den Kommentaren und per E-Mail, warum hast du kein Vertrauen in die Software und vor allem auch nicht in die Zukunft dieser Software? Nun, das da ist zum Beispiel ein Grund, warum ich kein Vertrauen in die Software habe und warum in die Zukunft nicht. Nun, die Firma CARIAD, wenn man sich ihre diversen Blogbeiträge, LinkedIn und Twitter-Posts anguckt, die träumt vom autonomen Fahren, von künstlicher Intelligenz im Auto, von Schwarmdaten und sonst was und bekommt es auf der anderen Seite nicht einmal hin, einen vernünftigen, angenehmen, an den Benutzer angepassten Anmelde- und Registrationsprozess zu bauen, der zudem auf stabilen Servern läuft. Ja, das ist genau meine Art von Humor. Und natürlich sind das wahrscheinlich völlig unterschiedliche Teams in dem Unternehmen CARIAD. Nichtsdestotrotz, wer solche Basics nicht beherrscht, der sollte nicht auf Höhenflüge zu irgendwelchem autonomen Fahren gehen. Denn das da erzeugt bei mir genau das Gegenteil von Vertrauen. Misstrauen und Unsicherheit, ob sie diese Software nochmal in den Griff bekommen. Mag ja sein, dass ich jetzt hier auch ein Einzelfall bin und dass das so noch nie jemand anderem passiert ist. Ich jedenfalls weiß jetzt aktuell nicht weiter. Mit Werksreset funktioniert es nicht. Ich kann mich auch nicht anmelden und auf der Website funktioniert das Ganze auch nicht. Dementsprechend habe ich natürlich Škoda kontaktiert und die haben mir gesagt, sie wissen es auch nicht, bring das Auto bitte in die Werkstatt. Und da sehen wir den korrekten Screen, so wie er aussehen sollte. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? Nun, ich hatte keine Lust dafür, in die Werkstatt zu fahren. Und es ist auch irgendwo schade, dass Škoda mir da nicht wirklich direkt helfen konnte. Ich habe halt den Trick mit der Sicherung angewandt. Ich empfehle das aber niemandem und wenn ihr das macht, macht ihr das definitiv auf eigenes Risiko. Achtet genau darauf, das einzuhalten, was in der Betriebsanleitung steht. Ansonsten bekommt ihr einen Airbag-Fehler und müsst trotzdem in die Werkstatt. Ob es jetzt an der Sicherung lag, weiß ich aber nicht mal, weil ich habe jetzt oben plötzlich 5 volle Balken bei der Mobilfunkverbindung. Vielleicht war es auch das. Aber testen wir es doch mal. Ich scanne jetzt diesen Barcode hier ein, bestätige das und jetzt gucken wir mal, ob damit vielleicht tatsächlich alles funktioniert. Prüfen des Codes läuft. Im Hintergrund ist der Screen auch schon gewechselt auf ein Bitte warten. Und wir haben Ihr Fahrzeug gefunden. Fortsetzen. Die Dienste werden aktualisiert, ich verstehe, MyŠkoda wird vorbereitet und mein Fahrzeug ist wieder in der App. Und wie ihr da sehen könnt, kleinen Moment, jetzt könnt ihr es sehen, der Mats hat sein Auto zurück. Und jetzt bist du gefragt, schreib du mir doch in die Kommentare, ob du mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hast, ob das bei dir vielleicht einwandfrei funktioniert hat oder ob du schon seit Ewigkeiten bei dir angemeldet bist und deswegen dich darum gar nicht mehr gekümmert hast. Wenn du ein neuer Enyaq-Fahrer bist und das erlebt hast, dann schreib mir das doch bitte auch in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin, bleib energiegeladen.